Er ist wieder da. Lange haben wir gewartet, gerätselt und gehofft. Und jetzt ist es endlich soweit. Smart kehrt mit dem neuen Smart Hashtag 2 zu seinen Wurzeln zurück. Wir erklären jetzt Reichweite, Ladeleistung, Maße und den voraussichtlichen Preis. Los geht's! Nachdem die Marke mit dem Hashtag 1, dem Hashtag 3 und dem riesigen Hashtag 5 in völlig neue Segmente vorgestoßen ist, bekommt die Stadt jetzt ihr ikonischstes Auto zurück. In diesem Video schauen wir uns die technischen Daten der gerade frisch enthüllten Designstudie im Detail an. Ist das der würdige Nachfolger des legendären 4-2? Das Team von Mercedes-Benz ist weiterhin federführend für die Optik zuständig, um den ikonischen Look des Ur-Smart modern zu interpretieren. Und den haben sie doch ziemlich gut getroffen, würde ich sagen. Die Räder sitzen extrem weit außen an den Ecken, das sorgt nicht nur für einen coolen Stand, sondern maximiert den Platz im Innenraum. Optisch übernimmt der Hashtag 2 die neue Designsprache mit den durchgehenden Lichtbändern vorne und hinten, wirkt aber bulliger und erwachsener als der alte Elefantenschuh. Es bleibt auch wie bisher beim Zweisitzer-Konzept. Aber vergesst das Plastik-Feeling von früher. Der Smart Hashtag 2 bekommt das moderne Infotainment seiner großen Brüder. Ein zentrales Touch-Display, wahrscheinlich um die 10 bis 12 Zoll groß, dominiert das Cockpit. Das System läuft auf der neuesten Generation des Smart-Betriebssystems mit dem bekannten Fuchs-Avatar als Sprachassistenten. Over-the-Air-Updates sind Standard, genau wie eine kabellose Smartphone-Anbindung. Ein cooles Feature der Studie: Vehicle to Load. Ihr könnt also euer E-Bike oder den Laptop direkt am Auto aufladen. Trotz der kompakten Maße wirkt der Innenraum durch das optionale Panoramaglasdach noch luftiger. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da habe ich mir mittlerweile schon einige Designs ausgedacht, die euch hoffentlich gefallen könnten. Darunter das herkömmliche Logo, der Elektronaut und das Space Nebula Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Die größte Angst der 4-2-Fans war, dass der neue Smart zu groß wird. Aber Entwarnung: Das jetzt vorgestellte Concept Hashtag 2 misst gerade einmal 2,79 Meter in der Länge, 1,87 Meter in der Breite und 1,59 Meter in der Höhe. Damit ist er zwar rund 10 cm länger als der alte EQ 4-2, bleibt aber weit unter der 3-Meter-Marke. Und jetzt kommt das Beste für alle Großstädter: der Wendekreis. Smart peilt einen Wert von unter 7 Metern an. Das bedeutet, Wenden in einem Zug auf fast jeder normalen Straße ist weiterhin möglich. Unter dem Blech steckt die völlig neue ECA-Plattform, das steht für Electric Compact Architecture. Und technisch ist das ein Quantensprung. Während der alte Smart EQ mit mickrigen 82 PS und 160 Newtonmetern auskommen musste, legt der Hashtag 2 ordentlich nach. Das Serienmodell wird voraussichtlich mit einem Heckmotor starten, der rund 110 bis 130 PS leistet. Das klingt erstmal nach viel für so ein kleines Auto, aber denkt dran, Elektroautos brauchen dieses Drehmoment für den Ampelsprint, denn von 0 auf 50 km/h wird er wahrscheinlich in unter 4 Sekunden schießen. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei 140 km/h liegen, genug also, um auch mal ein kurzes Stück Autobahn ohne Schweißausbrüche zu überstehen. Und es gibt bereits Gerüchte über eine Brabus-Version mit Allradantrieb durch einen zweiten Motor an der Vorderachse. Der größte Kritikpunkt des Vorgängers war die Reichweite. Der alte Smart war nach 100 bis 130 Kilometern am Ende. Der neue Smart Hashtag 2 macht hier alles anders. Die ECA-Plattform nutzt eine neue Zellchemie, die eine Kapazität von ca. 35 bis 42 Kilowattstunden in den kurzen Radstand quetscht. Das Ergebnis? Smart verspricht eine WLTP-Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Im reinen Stadtverkehr könnten sogar 350 Kilometer drin sein. Damit verliert der Smart seinen Status als reines Zweitauto und wird absolut alltagstauglich. Noch beeindruckender ist das Thema Laden. Während man früher stundenlang an der Wallbox hing, unterstützt der Hashtag 2 serienmäßig DC-Schnellladen. Die Rede ist von 50 bis 75 Kilowatt Ladeleistung. Das klingt im Vergleich zu einem Tesla wenig, aber bei diesem kleinen Auto bedeutet das von 10 auf 80% in gerade einmal 18 bis 20 Minuten. Die Weltpremiere der Serienversion ist für den 12. Oktober 2026 auf dem Pariser Autosalon angesetzt.
Kurz danach sollen die Bestellbücher öffnen. Smart zielt wohl auf einen Einstiegspreis von rund 25.000 € ab. Das wäre eine Ansage, besonders wenn man bedenkt, dass der Wagen technisch jetzt auf Augenhöhe mit größeren Kompaktwagen spielt. Produziert wird er übrigens weiterhin im Rahmen des Geely Joint Ventures in China, was diese Preise erst möglich macht. Was sagt ihr zum neuen Smart Hashtag 2? Ist das der Ford 2, auf den alle gewartet haben? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!